Hallo und herzlich willkommen bei Klasse Deutsch. Das ist das dritte Video unseres Deutschgrammatikkurses. In diesem Video lernen wir die unregelmäßigen Verben im Deutschen kennen. Wie ich euch gesagt habe in vorheriges Video, gibt es im Deutschen zwei Arten von Verben, regelmäßige und unregelmäßige Verben. Jetzt möchten wir lernen, wie wir die unregelmäßigen Verben konjugieren, weil wir die regelmäßigen Verben bereits gelernt haben. Für die Konjugation der unregelmäßigen Verben gibt es bei einigen Verben keine bestimmte Regel, und man muss sie einfach auswendig lernen. Diese beiden Verben sind sein und haben, die zu den wichtigsten Verben im Deutschen gehören und deren Konjugation ich euch jetzt beibringe. Aber für einige andere unregelmäßige Verben gibt es doch einige Regeln. Lass uns zuerst lernen, wie sein und haben konjugiert werden. Das Verb sein, wenn es konjugiert wird, gibt es keine richtige Regel, ihr müsst einfach die Konjugation auswendig lernen, weil dieses Verb sehr wichtig ist und ihr es vielleicht 100-mal am Tag benutzt. Das Verb wird so konjugiert. Ich bin. Du bist. Er, sie, es ist. Wir sind. Ihr seid. Sie sind, oder die Höflichkeitsform für sie. Ein wichtiger Hinweis, wir lernen im Moment nur die Präsensform dieser Verben, wir beschäftigen uns nicht mit Vergangenheit oder Zukunft. Also konjugieren wir alles im Präsens. Das war das Verb sein, ihr müsst diese Tabelle auswendig lernen. Jetzt kommen wir zum Verb haben. Das Verb haben, und wenn man es konjugiert, wird es so. Ich habe. Du hast. Er, sie, es hat. Wir haben. Ihr habt. Sie haben, oder die Höflichkeitsform für sie. Diese beiden unregelmäßigen Verben müsst ihr einfach lernen, denn es gibt keine Regel für sie. Jetzt kommen wir zu einigen anderen unregelmäßigen Verben, für die es aber bestimmte Regeln gibt. Eines davon ist das Verb essen. Es ist ein unregelmäßiges Verb, das sich in der zweiten und dritten Person Singular verändert. Ein wichtiger Punkt: unregelmäßige Verben verändern sich beim Konjugieren meistens nur in 1 bis 3 Fällen. Sonst werden sie wie regelmäßige Verben konjugiert. Zum Beispiel das Verb essen, in der zweiten und dritten Person Singular gibt es Veränderungen, sonst läuft alles wie bei regelmäßigen Verben. Zum Beispiel, für die erste Person Singular fügt man e an den Stamm an, für die erste Person Plural n, für die zweite Person Plural t, für die dritte Person Plural wieder, n. Nur bei der zweiten und dritten Person Singular wird das e zum i, also der erste Buchstabe von essen wird zu i. Die Konjugation sieht so aus. Ich esse. Du isst. Er, sie, es isst. Wir essen. Ihr esst. Sie essen, oder die Höflichkeitsform für sie. Wie ihr seht, ist die Konjugation in der zweiten und dritten Person Singular gleich. Vielleicht fragt ihr euch, wie erkennt man, ob das konjugierte Verb für die zweite oder dritte Person Singular ist? Ganz einfach, im Satz muss immer ein Subjekt vorhanden sein, also wissen wir immer, um welche Person es sich handelt. Meistens verändern sich unregelmäßige Verben in der zweiten und dritten Person Singular und manchmal zusätzlich in der zweiten Person Plural,
manchmal betrifft die Veränderung nur die zweite Person Singular, darauf gehen wir jetzt ein. Das nächste Verb ist sehen. Auch dieses ist unregelmäßig und ändert sich in der zweiten und dritten Person Singular, dabei wird das e, das der zweite Buchstabe im Stamm ist, zu ie. Wenn wir das Verb konjugieren. Ich sehe. Du siehst. Er, sie, es sieht. Wir sehen. Ihr seht. Sie sehen, oder die Höflichkeitsform für sie. Ihr seht, hier ändert sich das e in den entsprechenden Formen zu ie. Das nächste unregelmäßige Verb ist schlafen. Wenn wir es konjugieren, machen wir es nach den normalen Regeln, nur in der zweiten und dritten Person Singular verändert sich ein Vokal zu zum Beispiel. Ich schlafe. Du schläfst. Er, sie, es schläft. Wir schlafen. Ihr schlaft. Sie schlafen. Hier sieht man, dass das a zu wird. Ein weiteres unregelmäßiges Verb ist heißen. Ein wichtiger Punkt, nur in der zweiten Person Singular gibt es eine Veränderung, und zwar aus folgendem Grund. Wenn wir den Infinitiv n entfernen, endet der Stamm auf sz. In der zweiten Person Singular sollten wir normalerweise sd anhängen, aber weil szsd schwer auszusprechen ist, entfällt ein s. Also wird in der zweiten Person Singular nur ein t angehängt. Die Konjugation. Ich heiße. Du heißt. Er, sie, es heißt. Wir heißen. Ihr heißt. Sie heißen, oder die Höflichkeitsform für sie. Ein weiteres unregelmäßiges Verb ist arbeiten. Hier gibt es Veränderungen in der zweiten und dritten Person Singular sowie in der zweiten Person Plural, und das hat folgenden Grund. Wenn wir beim Stamm des Verbs auf t enden und dann st für die zweite Person Singular anfügen würden, stünden 3 Konsonanten zusammen, was schwer auszusprechen ist. Deshalb fügen wir ein e zwischen den Stamm und die Endung, das gilt auch für die dritte Person Singular und die zweite Person Plural, wenn der Stamm auf d, t, m oder n endet. Die Konjugation von arbeiten sieht so aus. Ich arbeite. Du arbeitest. Er, sie, es arbeitet. Wir arbeiten. Ihr arbeitet. Sie arbeiten. So. Das war's mit diesem Video. Im nächsten machen wir weiter. Bitte abonnieren, um nichts zu verpassen. Bis bald und viel Erfolg beim Deutschlernen.